So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Livestream meinerseits. Da landet gerade British Airways Neo mit einem doch sehr hohen Pitch. Willkommen hier in Lissabon am Flughafen von Lissabon auf der Position 209. Wir fliegen heute mal wieder Ryanair. Und ja, wir hatten jetzt eine kleine Verspätung aus dem Grund, dass ich ja dasselbe Problem hatte wie letzten Stream auch. Dass mein Panel State nicht richtig geladen wurde und ja, deswegen das Flugzeug so ein bisschen verbuggt war. Deswegen musste ich den Sim einmal neu starten, jetzt läuft es aber, Panel State hat vernünftig geladen. Den Cold and Dark Modus werdet ihr gleich sehen. Und jetzt läuft alles, die Treppen sind rangefahren, die Musik läuft, auf VATSIM sind wir und wir fliegen Richtung Toulouse heute. Ich hatte mir das hier überlegt, das ist Flug FR 1798 Lissabon nach Toulouse, Ryanair 212 Romeo, unser Kurs sind heute auf VATSIM. Und ja, ich hatte mir jetzt hier Lissabon rausgesucht, weil nämlich heute auch ein Event dort stattfindet. Deswegen haben wir hier auch gerade Full ATC, wir haben ATIS, Delivery, Ground Tower, Approach, Radar und Madrid ist auch online, hatte ich jetzt zuletzt gesehen. Ja, genau, das ist jetzt der Plan für die nächsten paar Stunden. Und ich würde sagen, wir springen ins Cockpit und bereiten den Flieger einmal vor. Ihr seht alles cold and dark und das werden wir jetzt aber einmal ändern. Die Batterie ist hier. Ground Power einmal anmachen, dann können wir gleich erstmal ein bisschen Licht anmachen. Wir können auch ruhig bright machen. Das wäre jetzt nicht das Problem. So, dann machen wir erstmal Emergency Exit Lights, Electric Hydraulic Pumps, Voice Recorder und die IRSs. Landing Lever ist down. 6 Green Lights. Speed Brake is stowed. Flaps retracted. Mashing the indication. Parking Brake können wir ruhig einmal setzen. Transponder Standby bitte und 2000. Und dann können wir es hier gleich erstmal ein bisschen heller machen. Ich weiß gar nicht, habe ich Live-Wetter drin? Ja, Live-Wetter ist drin, reale Uhrzeit ist jetzt auch drin. Dann hier auch nochmal ein bisschen was. Ups, nein, das wollte ich nicht. So ein bisschen nur. Wir müssen ja nicht volle Pulle hier anmachen. Ja, dann sieht das erstmal gut aus. Hier oben können wir auch nochmal was anmachen. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt erstmal hier rein. Ins IFB. Den Flugplan habe ich noch nicht gezogen. Das werden wir jetzt einmal machen. Course Ryanair 212 Romeo. Den Average Wind können wir hier schon mal ablesen. 291 mit 92, also mehr oder weniger Rückenwind. Aircraft Registration, ja, das ist nicht richtig. Weil ich mir zum Zeitpunkt, als ich den Flugplan erstellt hatte, noch nicht überlegt hatte, welches Flugzeug wir fliegen. Wir fliegen hier die Niner Hotel Quebec Alpha Alpha. Weil auch dieser Flug nicht mit Echo India durchgeführt wurde, sondern auch mit einem Niner Hotel Flieger. Genau, die Quebec Alpha Oscar ist das jetzt hier. Wir fliegen die Quebec Alpha Alpha. Departure, wir können ja gleich mal aufs Wetter schauen. 306 Knots, Runway 02 ist in use dann. Varying between 260 and 330. Visibility is 10. Few Clouds 2000, 14 Grad, 1015. Das können wir gleich auch einmal setzen. Und das einmal dunkler machen. So. Das können wir gleich mal resetten und das kann gleich mal auf RTO gestellt werden. Dann haben wir das auch schon. Wunderbar. Dann schauen wir jetzt einmal hier rein. Ryanair 212 Romeo, Lisbon to Toulouse, Costnex 34. Estimated zero fuel at 60.3 tons. Flight level 340 is planned. Average Wind auch hier nochmal 291 mit 92. Das gibt uns einen Average Wind Component von 41 Knoten Tailwind, das ist wunderbar. Eine Stunde 28 ist angedacht. 10 Minuten Contingency, Alternate ist Lyon mit 2,1 Tonnen. Minimum Takeoff Fuel 7,5 und ich weiß nicht, warum die Musik so lange lädt. Irgendwie ist die Website heute, keine Ahnung.
Meine Chill-Hop-Website. Irgendwie ist sie heute langsamer, weiß ich nicht. Egal. Genau, Minimum Takeoff hier sind 7,5 Tonnen glatt. Das gibt uns dann 3 Stunden 3. Die obligatorischen 15 Minuten extra, die ich für VATSIM dann immer mitnehme, sind drinne. Das gibt uns dann einen Block von 8.402 Kilo. Wir machen 8.600 Kilo da draußen. Wenn wir gerade schon von Fuel reden, können wir auch gleich mal den Refueler bestellen. Da läuft die Musik auch wieder. Dann ist das hier die Route, gedacht 02, Exeter 5 November wird jetzt geplant gerade und dann später Run mit 32 Left, weiß noch nicht, ob das so Sinn macht, wenn dann 32 Right, beziehungsweise 04 Left. Da müssen wir dann später mal reinschauen. Wir sind voll heute mit 2,2 Tonnen Fracht. Gibt uns das gerade schon angesprochene Zero Fuel Weight. Und später Landing Weight 2 Tons below Max Landing Weight. Beziehungsweise ein Takeoff Weight von 68 Tons. Also wir sind dann doch schon sehr, sehr schwer. Dann kommen wir jetzt auf Flight Log. Maximum Shear ist 2 bei Top of Climb. Die Mora 13.000 Feet. Wir fliegen über die Pyrenees drüber. Das ist Gebirge im Nordosten Spaniens bzw. Süden, Südwesten Frankreichs. Da werden wir einmal drüber heizen, deswegen die Mora bei 13.000. Dann können wir unser Fuel Load setzen, der ist nämlich da. 8.600, glaube ich, war es. Yes, sir, 8.600 Kilos. Zack. Und Zero Fuel Weight von, ja, jetzt hatte ich es wieder vergessen, 60.3 Tons. Ist drin, wunderbar. Ich weiß nicht, haben wir hier... Ne, okay, wir haben die 184er Config, das ist wunderbar. Okay, ja, dann haben wir das schon erledigt. Refueler war da, das heißt, Seatbelts können einmal an. Wetter für Toulouse wollte ich nochmal eben nachschauen. Wir haben hier einige Sigmets. Madrid FIR. Severe Turbulence observed. Severe Turbulence observed. Severe Turbulence observed. Wir können uns gleich mal die Karte anschauen. Volcanic Ash, no data available. Das ist wunderbar. Dann haben wir hier Destination Toulouse. Automatically generated, 25012 Knots, das Ganze um 1800, das ist jetzt ja guter 2 Stunden her gleich. 1927, ja klar, 1800. Okay, macht Sinn, alles klar. Broken 3100, Broken 5400, Broken 7200, Towering Cumulus, also durchaus Gewitter, schlechtes Wetter, 9 degrees, 2.7, QNH 9997, Tempo 26025, Gust 38. Das wird windig sein nachher. Visibility 3000, Showering Rain, Broken 1600, Few Clouds 3000, Cumulonimbus, Overcast 6000. Und der Forecast sagt uns ab heute Abend bis morgen 26015 Gusts 25, Visibility 10, Few Clouds 1500, Scatter Towering Cumulus. Tempo bis morgen Abend 26025 Gusts 38, Visibility 3000, Showering Rain, Broken 1600, Few Clouds 3000, Cumulonimbus. Overcast 6000, Prop 40. Heute Nacht um 1 Uhr Zulu 205. Tempo wieder 26020, Gust 30, aber das Ganze auch erst morgen. Also wir erwarten schlechtere Sicht, Regen, starken Wind. Insgesamt sehr schlechtes Wetter. Deswegen müssen wir nochmal hier ein besonderes Augenmerk auf Lyon setzen, unseren Alternate. Da haben wir ja deutlich besseres Wetter. Wind 1909er, Visibility ist 10, Few Clouds, Broken 11 degrees, QNH 9901, no sick, also wunderbares Wetter, Wolken relativ hoch, gute Sicht. Dann ab heute Abend bis morgen einen südlichen Wind weiterhin, 6 Knoten, Scattered 5000, Tempo
Bis 21 Zulu 210, 4500, Showering Ring, Scatter, Towering, Cumulus. Okay, da ist das Wetter auch schlechter, aber dennoch immer noch besser mit Prop 40. Aber das Ganze ist erstmal, okay, das trifft nicht zu. Das heißt, auch unser Alternate hat potentially schlechtes Wetter, aber deutlich besseres als Toulouse. Gut, dann wissen wir da jetzt Bescheid, dann können wir ruhig ja, hier einmal die IRS-Position eingeben, damit er aufhört zu meckern. Reference Airport nochmal angeben, so. Und dann gehen wir erstmal ins Overhead. Ja, dann kann ruhig an, das ist Normal und Auto, Crossfeed einmal testen. Pumps bleiben noch aus, das kann so bleiben. Infrared Entertainment, Cabin Utility ist soweit on. Standby Power is discarded, GPU is on the bus. Das ist guarded, das ist on, das ist tested, Window Heat. Kann angehen, Propy bleibt aus, NTS bleibt aus, Electric Hydraulic Pumps. Cockpit Voice Recorder sieht gut aus. Das ist ebenfalls on. Das ist Auto. Cabin sieht erstmal ganz gut aus. Von der Temperatur her. Denke ich mal, oder? Ja. Packs erstmal Auto. Flight Level 340 ist erstmal geplant, beziehungsweise planned. Landout weiß ich nicht, müssen wir nachschauen. Später im Reiseflug, Logo Light on, Wheel Well Light, goddamn. Dann leuchtet das hier in den Fahrwerksschächten so schön. Das ist in Auto, ganz, ganz wichtig, wunderbar. Dann geht es ins Upper Overhead. Stall Warning, beide Seiten. Mic Airspeed 1 und 2. Flight Recorder. Recall, wir sehen da Overhead. Ups, Quatsch. So, wir testen den. Overhead verschwindet. Wir schließen die Klappe wieder und sehen, Overhead is enunciated, das heißt, Test ist erfolgreich abgeschlossen. Der Flight Recorder funktioniert wie erwartet, wie gewünscht. EEC ist on and guarded, Crew Oxygen ist vorhanden. Ja, die Lämpchen hier können wir auch nochmal testen. IRS sind da. Ja, wunderbar, dann haben wir es erstmal. Dann können wir direkt ins FMC gehen und hier einmal LFBO weiter eingeben in die Company Route. Callsign Ryanair 212 Romeo. Runway 02 ist planned. Dann können wir das direkt einmal aktivieren. Können das nochmal ganz kurz crosschecken, es dürfte natürlich passen. Und wenn wir hier unten gerade schon sind, der Flugplan, können wir hier nochmal einen Wind auf die Karte werfen. Was haben wir hier? Up to 290 bzw. 360. Hier haben wir Wind aus Westen. Embedded CB. Und hier auch. Ja, es ist... Okay. Man sieht es. So, dann wollte ich unsere Route cross-checken. Exida, TOSD, Zulu Mike Romeo, Delta Golf Oscar, Top 2. Ja, wunderbar, das war's auch schon. Dann können wir mit Performance gleich mal weitermachen. Flight Level 340, wie gerade schon gesagt. Zero Fuel können wir uns reinziehen. 60.3 ist korrekt. Reserve. Hier liegt bei 3,2. Kostenindex 34 von Simbrief. Ich weiß, Ryanair nutzt eigentlich einen deutlich niedrigeren Kostenindex, aber wir nehmen einfach mal das, was uns hier Simbrief vorschlägt. Execute Transition, weiß ich gar nicht, müssen wir mal nachschauen. Irgendwas mit 4000 maybe? Vielleicht aber auch höher. Der Cruise Wind, das heißt der Top of Climb Wind. Das war zu weit. Top of Descent. Top of Climb, 296 at 126. Temperature minus 49. Und dann können wir gleich mal Transition nachschauen. Ah, hat er das wieder resettet oder wie?
Sign in. Na super, dann werde ich das mal eben schnell machen. Warum auch immer er sich da wieder ausgeloggt hat. Das ist Mist. So, jetzt aber. Hoffe ich mal. Jawohl. So, jetzt sehen wir auch wieder was. Und wir haben Charts, das ist wunderbar. Sid hätte ich ganz gerne. Exida irgendwas. Das ist die falsche Exida. Die hier dürfte es dann wahrscheinlich werden. 2 Alpha, glaube ich, war es. Exida 5 November, nee. Oder doch? Was hat man denn gesagt? Doch, Exida 5 November. Okay, nevermind. Wunderbar. Transition 4000. Okay, ist richtig. Wir haben eine Restriction bei 4000. Deswegen gebe ich 4001 ein. Dann können wir uns jetzt hier drum kümmern. 02. Exida 5 November. Traffic 10 Miles, bitte. Das können wir erstmal auswählen. Wir können eigentlich Boarding starten, oder? Hatte ich auch ganz vergessen. Das vergesse ich irgendwie. Bei Refueling habe ich jetzt dran gedacht, aber jetzt hatte ich das Boarding vergessen. Naja. Naja, egal. Dann brauchen wir ebenfalls noch ein paar Ground Charts, sonst läuft das nicht. Parking Stands einmal. Ja, das reicht eigentlich schon. Dann machen wir ein kleines Taxi-Briefing. Wir stehen hier unten, Terminal 2, Stand 209er. Wir machen Pushback Phase West, Zulu 2 und dann geht's Zulu 3, Mike 4 und dann Mike 5, Runway 02. As simple as that. Nichts Besonderes. Und dann starten wir Richtung Nordosten. Dann erwarten wir Exida 5 Alpha Departure, Chart 10-3 Delta, effective 19th of May, Transition 4000, RNAV 1, GNSS or DME are you required, das trifft auf uns zu. After takeoff, contact Lisbon approach when passing 1000, mentioning only the course and passing altitude. Since also noise abatement routing, strict adherence within the limits of aircraft performance is mandatory. Refer to airport briefing pages, das machen wir nicht. If unable to comply with RNAV SID, advise ATC. Lisbon Approach auf der 119.105, Airport ist 355. Wir haben die 119.1 online. Heute kam ein neues Update raus, was die NAV-Daten angeht, IRAC Cycles. Und ab heute ist sind die 8.33 kHz Frequencies auf ganz VATSIM jetzt auch offiziell erlaubt. Aber natürlich brauchen die Division, um das einzuführen, ja, um die Frequenzen dann einzuführen. Ich hatte gesehen, in Budapest ist schon die ATIS umgestellt auf die neue Frequenz, aber es wird dauern, bis das andere VATSIM-Divisionen übernehmen, wenn sie es überhaupt machen, weil es ist denen nämlich freigestellt. So, aber wenn wir gerade schon von Frequenzen reden, können wir nochmal eben in die ATIS reinhören, bevor wir mit dem Briefing hier weiter fortfahren. 12415. Degrees, visibility 10 kilometers. Cloud. View at 2000 feet. Temperature 14. Dew point 11 QNH 1015. Comply with speed limitations. Acknowledge LPPT information, Quebec. Humberto Delgado Airport, Guiadas, Quebec. 1900 Z. Expect ILS approach, runway in use 02, transition level 50 after landing, vacate via Hotel 4. Wind 300 degrees 6 knots, variable between 260 and 330 degrees, visibility 10 kilometers. Cloud. View at 2000 feet, temperature 14, dew point 11 QNH 1015. Okay.
Comply with Information Quebec 1015 haben wir gesetzt, Runway 02. 3006 Knots, varying. Ja, mehr wissen wir, oder mehr brauchen wir eigentlich gar nicht wissen. Und dann können wir hier weitermachen, das trifft auf uns absolut zu, Runway 02, wie gesagt. Dann haben wir Exida 5 November Departure. Max 250, below flight level 100, unless otherwise advised by ATC. Dann geht es für uns geradeaus 2000 or above with the right turn, Papa Tango 412 at 4000 or above. Another slightly left turn towards Exida, 65.2 miles, not to scale. Initial climb clearance is flight level 60. 61 is set on the MCP. Runway Heading ist hier leider nicht drauf. Dann müssen wir hier einmal nachschauen. Airport is 025 degrees. Das ist jetzt genau die falsche Richtung. 025 degrees. Ich werde auf beiden Seiten einmal den Localizer tunen. Für die 02. Redundancy, ich meine, wir haben sowieso eine Nach Departure, das heißt, wir brauchen da keine Nachwähls und irgendwas. ILS 02, 109.1. Das wäre dann India Lima India. Ansonsten können wir noch das Platzviewer, glaube ich, hier war eins drauf. Ja, wobei, das ist schon relativ weit nördlich eigentlich. So, ich weiß nicht, Boarding 130 von 180, dann können wir mal langsam APU anwerfen. Können wir ein bisschen Zeit sparen. Bei Performance sind wir jetzt angelangt, da müssen wir nur noch Performance rechnen, dann können wir Clearance holen und dann sind wir auch gleich unterwegs. Runway 02, hier sind sogar noch die anderen Pisten hin, beziehungsweise 1735 gibt es gar nicht mehr, das ist jetzt ein Rollweg. Naja, Runway 02, Full Length, Runway is dry, 68.9, wir machen mal 0.8 machen wir mal draus. 68,800, CG, packs on, NTI is off, optimum, import the weather, calculate. Flaps 5, take off with 50 degrees, assumed temperature, trim 5.64 units, 143, 145, 149. Set on the MCP. Vera 152, weight 68.8 tons. Also 50 degrees? Ja, 50 degrees, 91.9 approximately. Ja, sieht gut aus. Take off flaps 5. CG, den Wind können wir nochmal eingeben. 143, 145, 149. Das stimmt hier überein, dann können wir die so ganz entspannt übernehmen. Wir können das eigentlich auch ausmachen, theoretisch so. .8 haben wir jetzt gerechnet. Ich weiß nicht, kann man hier... Kann man das Takeover verändern? Nee, okay. Information only. Interesting. Anyways, APU is available on the bus. APU bleed is on. Dann haben wir Performance, dann haben wir Taxi Takeoff Briefing. Flight Directors vielleicht noch, Masters My Side. Das ist gesetzt, das ist gesetzt, das ist gesetzt. Das hier können wir uns mal checken. Das sieht gut aus. Das hier unten ist gesetzt. 2000 Standby. Erstmal Clearance brauchen wir natürlich noch. Information Quebec haben wir aktuell. Ja, dann sind wir soweit erstmal set.
Dann warten wir jetzt nur noch, dass sie draußen fertig werden. Das sieht doch gut aus jetzt. Boarding complete. Wunderbar. Dann würde ich sagen, holen wir Clearance, oder? Delivery 118905. Delivery, very good evening. Ryanair 212 Romeo, position 209737-800. Information Quebec, requesting clearance to Toulouse. Visual ground, correction, visual delivery. Information Romeo, KNH 1015, clear to Toulouse via Exceeda 5 November, departure squawk 4763. Ryanair 212 Romeo is clear to Toulouse. We're gonna check Romeo, Exceeda 5 November. Runway 02, squawk 4723. Ryanair 212 Romeo, is that correct? Report heading. 4723. Ja, Exceeda 5 Romeo, Quatsch, 5 November. Wir können mal Romeo reinhören sonst. 02. Transition level 50 after landing, vacate via Hotel 4. Wind 280 degrees 5 knots, variable between 230 and 310 degrees, visibility 10 kilometers. Cloud, scattered at 3,000 feet, temperature 14, dew point 11 QNH 1015. Comply with speed limitations. Acknowledge LTPT information Romeo. Information Romeo 1015. Umberto Delgado Airport, Guiadas Romeo. 2805. 1930 feet. Expect ILS approach. Runway in use 02. Transition level 50 after landing, vacate via Hotel 4. Wind 280 degrees 5 knots, variable between 230 and 310 degrees, visibility 10 kilometers. Cloud, scattered at 3,000 feet. Temperature 14, dew point 11 QNH 1015. Okay, wunderbar. Ryanair 212 Romeo is ready. Ryanair 212 Romeo, stand by. Hold position, call you back, set time in 15 minutes. Confirm 15 minutes, Ryanair 212 Romeo. Ryanair 212 Romeo, affirm 15 minutes. Roger. Ja, das wird da wohl noch ein bisschen länger dauern. Cool. Dann 15 Minutes. Dann ist es 2 nach. Dann würde ich sagen, setzen wir die Jocks nochmal. Ground Power. Können wir nochmal requesten, dann können wir die APU nochmal ausmachen. So. Delivery, Ryanair 1 is on bottom from 203 for -8 and by far 4 Hätten wir vielleicht vorher mal Clearance requesten sollen, oder? 8 far. Aber ich meine, es ist gar nicht mal so viel los. Cargo 44 Yankee, visual delivery. Cargolax 44 Yankee, copy. Cargo 44 Yankee, full push and start, contact visual ground 121.750. 121.750, Cargolax 44 Yankee, bye bye. Der sogar mit Split Skimmeter Wingnets und ja, er slidet wieder zurück, er tanzt auf der Nase, was man hier halt so sieht. Immerhin ein bisschen Company Traffic, das ist doch schon mal was Schönes. Ryanair 1 Lima Papa, sir. Do you have my flight lined up? Ryanair 1 Lima Papa, firm advise dropping a copy ATC clearance. Will do. Stand by. Shamrock 780 visual delivery. Er hat sein Taxi Turn-off halt noch an. 780 visual delivery. Der Arme, hat er vergessen.
Passiert mir auch manchmal. Shamrock 780 Lisbon delivery. Shamrock, hello? Ryanair 1 Lima Pop is ready to copy ATC clearance. Ryanair 1 Lima Papa, information Romeo current, QNH1015, clear to Porto via Inboom 5 November departure, squawk 0305. Clear to Porto via Inboom 5 November departure, squawk 0305, QNH1015, Porto Ryanair 1 Lima Papa. Ryanair 1 Lima Papa, is that correct? Report ready. Welcome. Shamrock 780 Lisbon delivery. Delivery, Shamrock 780, 144, ready for push and start. Shamrock 780 for push and start, contact Lisbon ground 121.750. Push and start approved and contact ground on 121.750, Shamrock 780. Sind hier fast alle Stands voll. 2 haben wir noch. Ja, wobei doch 2. Da würde keiner mehr hinpassen. Hier zwischen würde nur einer passen. Da würde nur einer hinpassen. Dann ist sie auch schon voll. Das Terminal 2 sieht doch einfach aus wie so eine Sporthalle oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit der Musik heute los ist. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht angehen. Dass der so lange braucht zum Laden. Warum hat der... Hä? Aha. Vielleicht läuft's jetzt besser. Ja, das sind die langweiligen Facetten hier am VATSIM fliegen. Und bestimmt auch am Real-Life fliegen. Diese ewige Warterei manchmal. Aber ich meine, es ist wahrscheinlich immer noch nicht zu vergleichen mit irgendwie manchen Lokführern oder so, die, keine Ahnung, im Störungsfall irgendwie ein halbes Jahr, das heißt irgendwie, keine Ahnung, 6-7 Stunden vor einem Signal stehen. Ich kann ja sonst noch mal was zu trinken holen, dann frage ich den Notsname, ob ich kurz mal das Cockpit verlassen darf. Und dann hole ich mir was zu trinken. And delivery Ryanair 212 Romeo. Ryanair 212 Romeo, Lisbon delivery. I would like to leave the cockpit for just 2 minutes here if that's possible. Ryanair 212 Romeo, firm to set time 2005. I confirm startup at 2005. Ryanair 212 Romeo, firm 2005. Okay, copy, thanks. Ja, dann wissen wir Bescheid, 5 nach. Geht's hier los, das heißt in guten 11 Minuten. Ja, bis dahin können wir uns jetzt noch gedulden, einen Tee trinken
Und ja, ich werde jetzt auch mal ein bisschen was an Trinker mir holen. Okay, bis gleich. Ryanair 1 Lima Papa confirms squawk 0305. Not yet, sir. Lisboa Delivery, olá, muito boa noite, November 728 Sierra Romeo, on stand 401 information Romeo, request clearance to Porto. November 728 Sierra Romeo, Lisboa Delivery, information Romeo QNH 1015, clear to Porto via Inboom 5 November departure, squawk 3361. Information Romeo with QNH 1015, clear to Porto, Inbound 5 November departure, squawk 3361, November 728 Sierra Romeo. November 728 Sierra Romeo, is that correct? Report ready. We'll go, até já. Ryanair 212 Romeo, Lisboa Delivery. Lisboa Delivery, Ryanair 1 Lima Papa. Ryanair 1 Lima Papa, go ahead. Lisboa Delivery. We are fully ready for push and start. Ryanair 1 Lima Papa,
Roger, call you back. Ryanair 212 Romeo, Lisboa delivery. So, Ryanair 1 Lima Papa for push contact to Lisboa ground 121. 5 Minuten haben wir noch. 11750, bye bye. Dann, ja, würde ich sagen, können wir die APU wieder anwerfen und uns dann hier so langsam da mal bereit machen. Ich weiß nicht, wann checkt das schon lesen können? Können wir eigentlich? Nee, können wir noch nicht lesen. Das wird dann noch keinen Sinn ergeben. Ryanair 212 Romeo, Lisboa delivery. Ryanair 212 Romeo. Ryanair 212 Romeo for push contact Lisboa ground 121.750. 121.75 Ryanair 212 Romeo. Vorbei. Wunderbar. Das passt ja hier wunderbar. APU läuft hoch. Lisboa ground, Ryanair 1 Lima Papa, stand 203, request push and start. Vielleicht können wir gleich dann hinterher. Muito boa tarde, Lisboa ground. Push and start approved, facing west. Push and start approved, facing west, Ryanair 1 Lima Papa. APU Bleed kann auch gleich wieder an und das Sound kann auch wieder lauter. So. Ground good. Evening Ryanair 212 Romeo at 209 requesting push and start. Ryanair 212 Romeo, push and start approved, facing west. Push and start approved, face to the west, Ryanair 212 Romeo. Anti-collision is on. Dann würde ich sagen, before start checklist, flight deck door is closed knocked. Taram 623, Fuel. welcome to Lisbon. We've got 7.8, 9.6 tons on board. With the pumps on center, genau, center can auch ruhig an. Wir haben 800 Kilo, das ist erstmal plenty. Passenger signs on, windows locked. AMCP's V2149, runway heading 60, initial climb. Takeoff speeds 434.549er is set. CDO pre-flight completed. The rudder and aileron trim is 3 and 0. Taxi takeoff briefing completed. And the anti-collision light is on. Check this complete. Machen wir hier erstmal dim. Ja, cool. Nose right, bitte. Nachher. Das muss ja auch noch weg. Brakes released. Thank you. Starting number 2, number 1 in sequence. Packs off. Bleed is on. Isolation valve is open. Pumps. Starting number 2. Start valves looking good. Ja, er ist ja auch sehr wild. Brake sets. We had one good start, you may disconnect. Start to number 1. Warten jetzt hier auf knappe 25% N2. Dann kann der Treibstoff rein. Die gehen bright und dann off.
Lovely. Starter cut out. Lovely. 2 good starts. After start items. Propheat, das bleibt alles aus, das sieht gut aus. Pax Auto, /map Auto. Recall, Systems page. Hand signal received, thank you, flaps 5. Have a good trip, thanks a lot. Leading edge flap transit on green light, flight controls, left, right, neutral, have a nice evening, bye-bye. aft, forward, Thank you for neutral, buying, bye-bye. radar left, right, neutral. Check. The B4 taxi checklist. Generators on, Propheat is on, Ryanair 1 NTI is Lima off. Papa, an aircraft in front of you. Isolation So just of remember, contact your auto. quarterback. Engine start switches continuous. Recall is checked. The auto brake. RTO engine start levers idle detent. Flight controls checked. Ground equipment is clear. Nochmal eben schnell einen Trim setzen. 5.64 und dann können wir auch Text requesten. Company behind us ist schon ready, der wartet schon. So, sehr gut. Ryanair 212 Romeo request taxi. Ryanair 212, let me just confirm your squawk is 4763. It's walking now 4763. Now Ryanair 212 Romeo, apologies. Ryanair 212, coming up, no worries, just squawk Charlie now. Ryanair 212, coming, thank you so much, taxi via Mike 5, holding point runway 02. Mike 5 to holding point 02, Ryanair 212 Romeo, thank you. Right. Ryanair Was does es? 2, caution Ryanair 1, Lima Taxi Papa, turn off lights. continue via Brakes released. Zulu and Mike Take off 5, convex, holding gut aus. point runway 02. Continue via Zulu, Mike 5 via Dann machen wir hier die Karte auf. Mike 502, das heißt jetzt hier die Rechtskurve und dann links und dann den ganz äußersten Taxiway. Das ist dann unserer. Da ist die Company behind. Rechts sieht's frei aus, links ebenfalls. Wir sind jetzt 68-Ton Aircraft. Yeah, beam the runway, the B4 takeoff checklist. Flaps 5 required, 5 step with green light and the stabilizer trim 5.64 units. And set. Checklist complete. Ryanair 212 Romeo is ready for departure. Ryanair 212, Romeo, apologies for the delay, contact tower 118 test 1. Yeah, no worries, 118.1 Ryanair 212 Romeo, bye bye. Ryanair 1 Lima Papa, same to you, monitoring you go. Sorry. That is Botoa, very good evening, Ryanair 212 Romeo, Mike 5 ready for departure. Ryanair 212 Romeo, boa tarde, Lisboa, Tower, line up and wait, runway 02. Line up and wait 02, Ryanair 212 Romeo. Approach sieht frei aus, line up and wait. Portugal 1357, contacte Sol de Lisboa, frequência 121.750. Obrigado. Sol de Lisboa 121.75 para Portugal 357, obrigado. TAR, right? Boa noite. Lining up. Ryanair 212 Romeo, after departure, contact approach 119.1, break wind 280 degrees at 5 knots, prepare between 230 and 310 degrees, runway 02, cleared for takeoff. Bye-bye. Clear for 2, correction, cleared for takeoff 02, 1 Air 119.1, Ryanair 212 Romeo, bye-bye. Das eben nochmal schnell setzen.
So, dann würde ich sagen, Takeoff. Time noch nehmen. Ryanair 1 Lima Papa, Lisboa. On localizer ahead, 02 sir, looks 180. good. Ryanair 1 Lima Papa, boa noite, Lisboa Tower. Stabilize, set after takeoff departure, thrust. runway, correction, behind the departure, runway 02, via Mike 5, line up and wait behind. Behind the departure traffic, line up and wait behind. N1 heading select Toga. Thrust set now, indications normal. Checked. Wir haben den 80 Knots Bug nicht, der ist bei 100 Knoten. Muss ich nochmal einstellen. Gear up. Der Wind von hinten links ist fies. Enough. Wir erinnern uns an die Karte when passing 1000 contact Lisboa approach. Not above 20 degrees, 1000. And 1000 above field, bug up. Lisboa, very good evening, Ryanair 212 Romeo, 2000 climbing 60. Ryanair 212 Romeo Lisboa identified. Continue climb to flight level 240. Continue climb level 240, Ryanair 212 Romeo. Falsche Richtung. 240 set, flaps 1. Five Yankee November Hotel, report final runway 03 number 1. Report final runway 03, 5 number 1. Flaps up. Und dann können wir VNAV engagen, VNAV Speed. Transition. Pass level 4 for level 240. Command. And the after takeoff checklist. Visual approach hello, Ryanair 1 Lima Papa, passing 2000 feet. Engine bleeds on, packs auto, landing gear is up enough, flaps up, no lights. Checklist complete. Approach hello, Ryanair 372, inbound to inbound, flight level, passing through flight level 275, inbound flight level 200, and we have information Romeo. Alles mal ein bisschen dunkler machen hier, das blendet wieder, wie ich finde. Clock 3535, Ryanair 372. Five Yankee November Hotel traffic information by 737 at your 10 o'clock, 3000 feet no factor. Traffic on ticket, 5 Yankee November Hotel. This is coming second. Kilo Echo Golf 777, contact short at 02. Kilo Echo Golf, ist ja auch interessant. 777 Lisboa, hello, via Mike, wind 260 degrees, neither not, the variable between 240 and 310 degrees, runway 02, clear for takeoff. Ah, der Tower ist jetzt auch gerade offline gegangen. Haben wir es ja gerade perfekt noch abgepasst, das ist ja echt ganz cool. Und maybe haben wir vielleicht sogar in Toulouse später ATC, weil hier ist nämlich gerade Bordeaux Controller. Das wäre doch echt ganz fresh. Lyon ist auch was los. 9 Alpha arrival and descent flight level 100, Ryanair 372. 9 Alpha Arrival and Descent flight level 100, Ryanair 372. 9 Alpha arrival and descent flight level 100, Ryanair 372. 9
Ryanair 212 Romeo, proceed direct to Toulouse D. Proceed direct to Gosvik, confirm. You mean TOS D? Ryanair 212 Romeo, affirm, Toulouse D, Tango Oscar Sierra Delta India. Okay, direct to Tango Oscar Sierra Delta India, Ryanair 212 Romeo, thank you. TOS D und execute. Das hat sich gerade sehr ähnlich angehört. Gosvik, TOS D. Yeah, we have visual with the fuel in case is there any chance for a visual approach to the Ja, traffic alert? Fuel. Alles klar, Master Caution Center Tank ist leer. Currently number 1, cleared visual approach, runway 02, do not descend below 2500 feet until established on final. Roger, clear for visual approach, not to descend below 2500 until established on final. Kiev Echo Golf 777 identified, continue climb to flight level 230. Flight level 230, contact. Ryanair 372, proceed direct to Papa Tango 405. Proceed direct Papa Tango 405, Ryanair 372. Der Wind nimmt zu, deswegen nimmt unser Crab Angle auch zu. Also das ist schon krass. Wir haben jetzt hier auf Level 150 einen direkten Crosswind von 90 Knoten knapp. Und unser Crab Angle ist fast 12 Grad. 13 Grad jetzt. Also hier Heading ist das, was hier eingestellt ist. Das Heading, da wo die Nase hin zeigt. Und unser Track, der hier durch die weiße durchgängige Linie und die Zahl, die angegeben wird, ist das, wo wir tatsächlich hinfliegen. Das sind 13 Grad Offset hier. Also wir schauen gerade 13 Grad nach links und fliegen aber eigentlich nach da, so ungefähr. Via Mike, runway 02 clear for takeoff, November 720. Crab Angle, auch sehr kreativer Name. Crab. Krabbe, Krabben laufen seitwärts. Und wir schauen so ein bisschen nach links, deswegen fliegen wir auch so ein bisschen seitwärts, mehr oder weniger, deswegen Crab Angle. Ich glaube, das heißt sogar in der Schifffahrt genauso. Just for Freight, moin, bist du Pilot? Nee, noch nicht wohlgemerkt. Noch bin ich Schüler tatsächlich. Over to Unicom now, Ryanair 212 Romeo, have a good night. Yeah, Spain 07 Lima wind. 122 Decimate. Ja, dann sind wir jetzt erstmal hier alleine. 240, dann können wir höher setzen, 340. Is now set on the MCP, checked on the PFD, lovely. Climb thrust, wir können mal einen 10-Check machen. Cabin altitude looks good, diff pressure about right, pressurization mode selector auto, cabin is climbing of course, at about 500 feet a minute, normal climb rate. A bleed on Paxson auto. Temperatures. Sehen gut aus, 22 Grad, kann man vielleicht ein bisschen wärmer machen, sonst fangen die Leute an zu frieren. Passenger Cabin.
Wobei, nee, wir können es ruhig ein bisschen kühler lassen. Weil das sieht mir doch aus nach 26 Grad hier. Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Essen? Nee, ich komme nicht aus Essen. Also mit Schüler meine ich, dass ich noch zur Schule gehe, also Gymnasium, gerade 13. Klasse, Oberstufe. Das meine ich mit Schüler. Noch kein Flugschüler. Jetzt würde mich interessieren, von wo dir meine Stimme bekannt vorkommt. Das wäre schon lustig. Ja, alles gut. Ich hatte mich auch nicht sonderlich klar ausgedrückt. So, Traffic Ahead. 11 o'clock Position und da ist einer noch näher bei uns, aber wobei der ist hinter uns. Der ist noch über uns, aber descending. Mal schauen, ob wir den sehen können vielleicht irgendwo. Wahrscheinlich nicht so. Ich spotte jetzt nichts. Just a beam now. Ne, ich sehe es leider nicht. Schade. Dann haben wir hier noch einen hinter uns. Ah, der ist jetzt auch verschwunden, okay. Na gut, dann halt nicht. So, ja, wir sind Release, wir sind Unicom. Wir haben ein bisschen Zeit jetzt, deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir hier nochmal uns auf den neuesten Stand bringen. Denn Pascal hier hat nämlich wieder 2 Videos hochgeladen in meiner Abwesenheit. Ich würde sagen, wir schauen das hier. Ich glaube, das würde ich mir jetzt lieber eher anschauen als 5 Days in the Life. Den klassischen Vlog, denke ich mal, ist das. Werden wir uns dann nächstes Mal anschauen. Wir schauen jetzt aber erstmal hier rein. Und Lufthansa schaltet Werbung. Das, ja. Warum auch nicht, ne? Das Video ist sofort wieder unten verlinkt. Kleinen Augenblick. Das obligatorische Verlinken. So, jetzt ist der Link auch unten. Und dann würde ich sagen, Feuer frei. Hier ein bisschen Ton an. Den Sim können wir jetzt ein bisschen leiser machen. Should you become an airline pilot in 2023? That's what we're going to cover today. We're going to talk about the situation or the market as it is right now, the cost of education, salaries, the US market on its own, and how the market has been in the past few years, because it's been up and down. So I was saying. Ja, und das wird wahrscheinlich in der Zukunft auch noch so bleiben, dass der Markt up and down sich bewegt. We're going to get started with the current market right now. And since I'm not a pilot, I'm the most qualified person to give my opinion on that. I'm not even friends with you, mate. So the current market right now, I would say, if you look at the market right now, there's no better time basically to start your pilot training right now. Yeah, absolutely. Jamal, guten Darm, auch an dich. The demand is huge if you look out there. Every airline basically is looking for pilots right now. Yeah, and they're trying to pull pilots from other airlines here and there, left and right. They're fighting right. Das hört man gern. Allerdings muss man auch natürlich sagen, dass Ready Entries natürlich immer noch beliebter sind und das wird in der Zukunft auch so bleiben als ab initios. They're fighting. Even I got a message in LinkedIn if I want to switch to another airline. Yeah. I'm not gonna say. Er hat LinkedIn? Ich habe mich immer gefragt, wofür LinkedIn eigentlich gut ist. Was der Sinn dieser App ist. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ist das Social Media? Gilt das als Social Media? Ich habe keine Ahnung. Also LinkedIn ist so ein Phänomen, weiß nicht.
EU now and everything, but basically you get the point. You get the point what we want to say. Yeah. And if you look at Lufthansa, for example, they have, because as a pilot in earlier videos I stated that you can work part-time office, part-time as a pilot, Oh, for yeah, example. true. Yeah. And they Haben wir uns angeschaut, wenn ihr euch erinnert. Da ist er, glaube ich, das war ein Video, wo er in Windhoek war. not putting them in the office position right That's now over. because they need them in the cockpit that Yeah. much. Everyone is flying overtime right now. Yeah. So the market is really there. I mean, it's Ja, den werde ich mir bestimmt auch noch anschauen, den Trip Report. Ich hatte mir im Discord mit den anderen Leuten den ersten Trip Report angeschaut und den zweiten werde ich sicherlich auch nochmal reinschauen. It's very interesting to see because you can't just get pilots just No. easy, just like tomorrow. They have to be educated. And a lot of airlines cancel their own education programs, so they have to rely on the demand pulling in more younger pilots over the separate schools, and then they have to try and hire them. So that's the whole process, and it's not very easy to calculate as it maybe wasn't if like 10 years back when everybody had their own education program. True. Ja, genau, das Risiko ist ja auch, theoretisch ist ja denkbar, dass irgendwas anderes übermorgen passiert, was also, warte mal. Erstmal dreimal auf Holz klopfen. Nee, aber es wäre ja theoretisch denkbar, ne, dass dann irgendwas passiert in naher Zukunft. Und die Leute, die vielleicht jetzt gerade die Ausbildung gestartet haben, sind jetzt gerade in dem Prozess, der ungefähr 2 Jahre dauert, bis man dann wirklich fertig ist und eingesetzt werden kann. Und in diesen 2 Jahren kann sich natürlich viel ändern und man braucht die dann vielleicht auch nicht mehr. Das ist halt das Risiko, was so mitschwingt. Klar, ist logisch, ne? Das kriegt man aber auch nicht weg. Das funktioniert nicht, das haut nicht hin. Wenn man nicht sich komplett auch irgendwie anders orientiert und vielleicht schon eine andere Berufsausbildung hat und vielleicht in einem anderen Job ziemlich safe arbeiten kann. Aber ansonsten kriegt man dieses Risiko nun mal nicht weg. So it's way more difficult now for the airlines to see and grab pilots here and there, and so they have to be really, really open and aggressive to hire pilots at the moment. The thing is, I think, COVID, everything stopped in aviation industry. So nobody did an education there to be a pilot. First of all, nobody had the money to. No. The demand wasn't there at all. We all fighted to get a job anywhere, just to sit in the cockpit. Yeah. And but there was that 2-year gap, and that 2-year gap is felt right now, basically. Check. Vertical Speed, ja komm, brauchen wir jetzt nicht. Können wir an Wiener Speed bleiben. Yeah. Because now that hole is there where nobody did the education Exactly. at that time. And the market is back. People are traveling all over the place again. Everything's even more. Statistically. Yeah, I mean, everybody was sitting at home, saving up their money and weren't going on vacations. So yeah, of course, the market at the moment, I think, is at its best as it has been like for the past, I don't know, 20. True, aber die Fluggesellschaften verdienen jetzt trotzdem anders Geld. Vielleicht sogar stellenweise noch weniger, aber sie verdienen jetzt auf jeden Fall anders Geld. Trotz dessen, dass Demand wieder da ist und vielleicht sogar 2019er Werte mittlerweile schon überstiegen hat. Weil nämlich Business Travelers dennoch weniger geworden sind. Ja, weil Corona war jetzt eben nun mal eine gute Möglichkeit, um eben Kommunikation zwischen zum Beispiel Standorten oder so digital umzustellen und den Bedarf an tatsächlichen Reisen zu reduzieren. Aber gleichzeitig sind halt natürlich Leisure Travelers, Selbstzahler sind natürlich noch mehr dazugekommen. Ich meine, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Die Leute waren 2-3 Jahre zu Hause und jetzt wollen sie mal wieder raus, haben Bock, was zu machen. Ne? Aber diese Selbstzahler bringen nun mal weniger Geld als Business Travelers, weil die Business Travelers für sich selbst natürlich nicht zahlen, weil das die ganzen Firmen zahlen, die Arbeitgeber zahlen. Deswegen kann man da andere Preise verlangen, hat man da andere Einnahmen im Prinzip, als wenn man für Selbstzahler Produkte anbietet. Years or something like that. So I think if you were thinking about it, now is a really, really good time. Keep in mind, of course, you have to do your education. And it takes 2 years. It takes 2 years. If you do it in an integrated course. Yes. If you got basically the money from top. And the thing is... Ja, das wäre schön. The education went up money-wise quite a bit.
Yeah, that's true. I did my Inflation, I guess. education for, inflation rate, is it? Yeah, in English? inflation rate is going Inflation up. rate is going Yeah. up as hell. Yeah. I think everyone Ich meine, mittlerweile ist sie zurückgegangen, aber Lebenshaltungskosten sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau. is feeling it right now. Definitely. When I did my education, I paid 80. Also kleine Side Note, Inflation ist aktuell, der Euro liegt aktuell bei, ich glaube, 6,5%. Gewollte Inflation des Euros liegt bei 2% pro Jahr. Und ich meine, wenn man mal zurückgeht, letztes Jahr Oktober, vor gut einem Jahr, hatten wir Höhepunkt von guten 10% Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und ja, da sind wir bei 6 schon echt ganz gut angekommen. Aber erinnern jetzt daran, dass Lebenshaltungskosten weiterhin hoch sind, Lebensmittel, Energie und sowas. Ja, und Fluggesellschaften bzw. Flugschulen lassen sich das auch teuer bezahlen natürlich. Yeah, I think everyone's feeling it right now. definitely. When I did my education, I paid 80,000 Yeah. Das ist echt günstig. Das ist ja ein richtig guter Preis. euros. Yeah. And now it is, I think, 103,000 at the that's just 23,000 euros more. Yeah. A ton of money. We put the conversion for US up here. Yeah, it's quite a lot. Ja. Ja, ne? Ist viel Geld. Money. And the interest rate went up. Interest rate went up, and that's of course very critical, because when you want to start your education, I think that's a good topic to talk about now, is cost of education. And of course, most people out there, they don't have just like 100 grand laying around open for Er hat einen Eierkopf. Entschuldigung. grabs and just say, oh yeah, throw that on an education or something like that. Maybe your parents saved something up for you, and then you're very lucky to be at that point. But I think a lot of people will have to look at financing, and financing has been in probably the worst state since 10 or 15 years or something like that. And interest rates are on a record high at the moment, not record high, but very, very high in comparison to the past 10 years. And you have to take that into account, especially Was lernen wir daraus? Warten wir nochmal 10 Jahre. when you go out and rent money for an education, you're at a pretty high risk client for the bank, because you're not earning any money at the point And you they don't need know the when money. Ja, man hat halt kein Einkommen und will trotzdem 100.000 haben von der Bank. Dann zeigen die euch erstmal einen Vogel. You do. Exactly, and they don't know when you're gonna earn the money, so that will reflect in your interest rate. So the interest rate will be a little bit more high when it would be like for if you would get money for a house or whatever. So keep that in mind. If you got possibilities to get money from your family or whatever, like do 50-50 or whatever, that's a good opportunity to do it like that, to pay as less as you can on interest rates, because that's a lot of money. In my example, I can tell you how I did it basically, for a little example. I did half-half, just like you said. My grandparents gave me half of it. I'm paying it back, obviously, and the other half I went to a bank and got a credit for it. Yeah. Loan, no credit, Yeah. loan. And the interest rate was, in my case, 4%, because I had my parents as a, how do you say, Bürger. 4% ist ganz gut. Mittlerweile glaube ich doppelt so viel, bestimmt, würde ich jetzt persönlich schätzen. 8% und überleg mal, also okay, guck mal, 8% von 100.000 sind 8.000. So. Aber wenn man jetzt hier, keine Ahnung, 120.000 nimmt, bisschen Puffer möglicherweise, mal 0,08 sind 9.600, die man oben drauf zahlt. Das heißt, man kriegt 120.000 und zahlt 129.600 zurück. We'll put the word up here, I'm done. Yeah. I'm not sure. Bürger. But it was still at that point, it was really high, because you could get loans for 1% or something during that time. 0.9% for a house, 0.9%. for example. And I had 4. 0.9%. Dude. Das ist nichts. Exactly. Because I That's the didn't gap. really know if I will find a job. And I had to sign an agreement that I have to start paying the loan after 2 years starting when they give me the money. Oh, okay, so you So I had only to be had to pay finished. the Interest rate. I only had to pay the interest rate for 2 years. Oh, I And see. then I started paying it down, because I said, Yeah. okay, my education takes 2 years, well, 19 months, then Yeah. I've got 5 months left to find a job. Yeah, That worked out for me, perfect. Yeah, yeah. luckily.
ich wollte gerade sagen, luckily, ja, das war gut für ihn. Ne? Das hätte aber auch natürlich anders kommen können. Luckily, yeah. But otherwise, if you won't find a job in that period of time, Yeah. you got to pay that money back. Yeah, and if No matter what. you are able to do it like that, it's good to pay off your loan first on the bank side, Yeah. so you pay as less interest rate as you possibly can. Genau, und dann kann man vielleicht auch so Abmachungen treffen, wie Sonderzahlungen oder sowas. Dass man, wenn man vielleicht doch irgendwie noch Geld zur Verfügung hat, dass man das auf einmal zahlt und nicht in der Rate. Und dann mit der Sonderzahlung vielleicht die die Zinsen möglicherweise dann insgesamt niedriger ausfallen. Also das Geld, was an Zinsen anfallen würde. So, wir haben eine Contact Me von Madrid 132.975. There we are. Madrid muy buenas, Ryanair 212 Romeo, maintaining 340. Ryanair 212 Romeo, Ah, Mari entonces- Control, muy buenas. Radar contact level 340, direct top 2. Direct to top 2, confirm Tango Oscar Papa Tango uniform, Ryanair 212 Romeo. Confirm. Roger. Top 2, ja, dann haben wir nur noch einen Wegpunkt hier auf unserer Legs-Page. Oh, guys, look at this. Alter, der Mond ist hier aber auch riesengroß. Der ist ja hier ähnlich riesengroß. So, und jetzt wird sich der Crosswind auch so langsam ein bisschen in Richtung Tailwind dann transformieren. Wir sehen, wir haben jetzt hier schon Ground Speed von knapp 500 Knoten. Ground Speed ist natürlich gerade am Steigen. Wir drehen, der Wind wird immer mehr, oder kommt dann immer mehr von hinten. Das heißt, wir werden dann natürlich immer schneller. Ground Speed. True Airspeed bleibt dabei gleich. Ganz interessant zu beobachten eigentlich. 64 Charlie Bravo, Mari Control, muy buenas. Radar contact climb. 120 Tail ist natürlich schon, beziehungsweise 100, ja, das ist, okay, 50% davon, weil der Wind kommt von hinten links. Das heißt, 55 Knoten Tail ist natürlich lecker. Iberexpress 1 Papa Zulu. Entspannte 25 Knoten Autorizado para schneller. Domingo 1 Quebec y el S Zulu para la pista 30. Ich hätte letztens ein Bild gesehen, da ist eine 787 irgendwo lang geheizt, ich weiß nicht wo, mit einem Groundspeed von über 600 Knoten. Ich glaube es war, ich weiß nicht, vielleicht war es sogar schon an die 700 Knoten. Es war really, really fast, dude. So, Heading Back natürlich immer schön brav alleine. So, und dann würde ich sagen, Feuer frei. And then pay back your family and friends, whatever, if they don't need the money. True. So what we talked about by now is basically only the European market. Pretty much, yeah. How is it about the US market if you look at that one right now? Yeah. Because that Die brauchen noch mehr und zahlen noch mehr. is going through the roofs. Well, that's very interesting in the US Ahora market. banana Würde ich jetzt farm einfach mal with spontan uniform behaupten. authority and you can descend on Unicom. Last year. At the moment, it's very interesting. I Throwing mean, green cards out there like Snickers. So maybe Ich würde sonst mal 10 Minuten Away requesten, dass wir nicht so stark auf den Funk hören müssen. Sorry, say again your caution, please. Okay, Kilo Golf 777, Mari Control, muy buenas. Radar contact, flight level 230, clear for the Toledo 3 Charlie, that's Tango Lima Delta 3 Charlie, arrival, expect runway 32 left. Please tell the 3 left, 30 arrival and expect to 32 left. From Toledo 3 Charlie, Tango Lima Delta 3 Charlie, arrival. Roger, tell 3 Charlie. Ryanair 212 Romeo requesting about 10 minutes away. Stand by for traffic, let me check 10 minutes. Yep, that's right, reporting back please. We'll do that. Ryanair 212 Romeo, thank you. Lovely, cool. basically. Dann haben wir jetzt bis ungefähr dann, ja, 10 vor haben wir dann ungefähr Zeit. The US market, Delta, United, all the major airlines. Yeah. The goal of every pilot in America. Yeah. They're all looking, hiring right now. I see a lot of young pilots
my age or even younger switching to those majors already, which was impossible 10 years ago. Yeah, yeah. Because you always had to do your CFI, then you had to build up your hours and stuff like that. Genau, in den USA ist das ja ganz interessant und noch komplizierter, dass man mindestens 1500 Stunden braucht, um Commercial zu bekommen. Wobei, ich glaube es nicht, ob es Commercial war, auf jeden Fall ATP, also Airline Transport Pilot. ATP Rated konnte man erst mit mindestens 1500 Stunden insgesamt sein. Das heißt, man macht da seine PPL und dann versucht man irgendwie Flugstunden zu sammeln. Die meisten machen das so, dass sie dann Flight Instructor machen und dann als Flight Instructor arbeiten, in Anführungszeichen, und währenddessen dann natürlich Stunden sammeln, bis sie irgendwann auf 1500 kommen. Und das kann natürlich dauern, wenn man ein Flugzeug selber renten muss. Na, also sprich mieten. Dann kann das schon mal so 2-3 Jahre dauern, bis man so 1500 erreicht hat und dann weitermachen kann im Training. Und ich meine, das Hour Building kostet Geld und danach das weitere Training kostet auch Geld. Ich weiß nicht, ob das vielleicht insgesamt günstiger wäre als so der klassische Weg in Europa oder ob das vielleicht sogar noch teurer ist, das weiß ich nicht, aber es dauert auf jeden Fall länger, was das angeht. Weil in Europa gibt es keine Stundenbegrenzung, die man haben muss, um ATPL zu besitzen. Ja, man kann theoretisch mit, keine Ahnung, 100 Stunden ATPL besitzen. In den USA ist man erst ATP-rated, also Airline Transport Pilot rated, oder kann man das erst werden, wenn man 1500 Stunden hat. Yeah. And I think the amount of hours you need right now in the American market is way less than it was 10 years ago. Yeah. And they even doing that 1% thing. Yeah, you told me about it. I didn't know that. With the, I think it was Delta, you know, one of the major. Fly level 290. And the salaries in the US, they went through the roof. Absolutely. I think they got an increase of 50% or something. Look at this. American Airlines pilots approve new contract that boosts compensation by more than 46%. Dude. That's nuts. Die verdienen Mitte 30 verdienen die ein sechsstelliges Jahresgehalt. Nice. So probably if I wouldn't have a family here right now and everything and my friends and all that, I probably would have looked in the American market as well. Yeah, of course. Why to not? be honest here right now. Because for European salaries, it's not like 50% increase. It's like a double or triple increase. Triple. Well, not triple. That's for captain's privilege. I would have triple right now probably. Triple. Triple. Yeah. At least one. USA will cover. Jetzt kann man sich so ungefähr denken, was er verdienen würde. Angenommen, keine Ahnung, er ist Mitte 30, so würde ich ihn jetzt, oder Anfang, ja, okay, nee, sagen wir Anfang 30. Ende 20, Anfang 30, Triple-Gehalt, keine Ahnung, sagen wir amerikanischer LFO auf, so wie er auch 330, verdient 120, dann verdient er jetzt gerade 40 im Jahr. Ja, das ist schon heavy. Oder vielleicht, okay, vielleicht verdient er auch ein bisschen mehr, vielleicht verdient er auch 60 im Jahr oder so. Aber ich weiß es nicht, wie gesagt. Auf jeden Fall wäre es Triple. That's cover I like you. No, so salaries went up quite well. Yeah. Even like there are airlines in America who say, as if somebody increases their pay scales, we're gonna top that at That's all the time. So if somebody increases it, they're gonna top it But I anyway. mean, that really shows how the demand really is, because I mean, the US is always way more competitive and more aggressive than the European markets, and with that you can absolutely see. I mean, it's a company. Their goal is to earn money for their shareholders. Yeah. So, but when they go out and throw money at their employees, that really shows you how bad they need to retain them and how much they really need to get new pilots. So that really reflects in how big the demand really is, because if you're throwing out money left and right, that's probably the reason for that. Not because they're also friendly and want to do good for each other, it's just a competitive market. They need it. Yeah, they definitely need pilots right now. But Atera is the IT painkiller. Remote monitor. Dankeschön. Sunshine and tailwinds. We have that COVID gap. Yeah. Basically right now. Yeah. And so we're missing a lot of pilots. But when I started out flying, that was 20. Getting old. 17. Not that far away. Back in my days. Back in my days, everyone. Oh, we still counted the stars and the Atlantic. Counting. It's Ja, 6 Jahre. Knappe 7, maybe.
also possible to start your education in a time where no demand is there right now. When I started out flying, there was no demand. I remember I called my neighbor who was a captain at that time. And I said, hey mate, should I I really want to do it, should I do it? I don't know, if I can't find a job, who's going to pay my loans, who's going to do that, who's going to do that? I don't want to do like, I don't want to be bankrupt at the end. So there's a lot of responsibility comes with becoming a pilot because of the loans. Yeah. And he said to me that he can't tell me what the market is like in 2 years when I'm done. Yeah. But what he can tell me is that aviation is going up and down in a cycle of 3 to 5 years. Yeah. So basically, you somewhere in that time, you're gonna find a job because it goes up at some point. Yeah. Because people love to go on holidays, and as long as they do that. And people are traveling more and more and more by every year. The world is more connected than it's ever been, and it's not going to stop. Flying in America is like bus driving. Yeah, it's true. Yeah. Flying in America is like bus driving. Das ist accurate actually. Es gibt keine Ahnung. So Flüge, die, keine Ahnung, weiß nicht, Miami nach Tampa, gar nicht mal so lang, aber dennoch zahlreiche Flüge pro Tag, das ist wirklich wie ein Bus. Die Leute pendeln mit dem Flugzeug zur Arbeit. Das ist eigentlich schon krass, oder? Mit dem Flugzeug zur Arbeit pendeln? Ryanair 9 X-ray Papa, taking place everywhere. I mean, it's very interesting because if you look at the market in Asia, India and stuff like that, the market is just exploding. Yeah. It's just getting bigger and bigger from day to day. So even if you do your education in a point where the demand is very low, you will find a time and a place to find a job. And you don't always have to start in the major carrier. No. You can start out wherever. You can fly. Even not Skydiving zum Beispiel. Wäre eigentlich ganz lustig. typical. Only in Germany it's typical. Yeah, that's you true. start a major airline. Yeah. It doesn't matter if you start out on the Cessna flying cargo to Yeast or do you want islands or whatever. Yeah. Or you start out in a private jet company. Maybe. So just build up your hours. So yeah, one of the most important things is I would say chase your dreams. If you're really down to it, if you want it, you would regret it for the rest of your life if you haven't tried. Yeah. And waiting for the best time to become a pilot, forget that. Yeah. There will not be the best time to become a pilot. Right now it sounds like it, but if you start out now, who knows what happens in 2 years? Yeah, true. Right now it's good. Right now. So you should have started during Corona. Well, yeah, pretty much. Basically Basically that's what I'm saying. Start out when the demand is when low. the demand is low. Yeah. And then you're probably going to end up when the demand is high. But I reckon Probably. Weiß man natürlich nicht. that the demand. Aber an sich, wenn man so zurückschaut, hätte man echt gut 2021 anfangen können. Dann wäre man jetzt ready und es wird gesucht wie Hupe. Jo. Where we are right now, it might be not as strong as it's now, but I think the demand will stay up for, I guess, another 2 years. Next 2 to 4 years at least. Yeah, I guess so too. So if you would start now, I think you would be fine finishing in 2 years. The demand should be. The thing is, the market is empty. There are no freaking pilots out there. Yeah. We need pilots as hell. And don't forget. Ja, Discover will ja auch expandieren. Every year, a bunch of pilots go into retirement, and if you don't get, like in Corona times when nobody was doing any education, you just lose pilots over the time. So you have to really start back, the airlines have to really start back, pushing out the money, try to pull the people in. True. Now, what I'm very interested to see is if more companies come back with their own education plans. Yeah. Ich hoffe es. Das wäre echt big. Yeah, because I think if the demand stays high, Germany right now it's only Lufthansa and for the Lufthansa group basically with European Flight Academy, and we've got Aerologic. Yeah. And Condor starts opening up again now. See? Okay, true, ja, wollte ich gerade Because sagen. they need them. Yeah. And where should they come from if they don't educate them? Yeah. They don't grow on trees. No. The demand right now is huge, talking worldwide. Emirates is talking. They're doing fast track even. Yeah. We didn't even talk about Asia now. That's true, yeah. So the demand worldwide is there right now. And I don't think it will leave the next 1 to 3 years. Because there's so much demand that they have to educate pilots first. And that will take 2 years anyways. Yeah. Negative side right now, loans are pretty expensive. Yeah. Absolutely, yeah. Inflation kicks in, but the good side is you're probably going to find a job after you're done with your education. I guess so. At the moment, it shouldn't be. Ich mag den Optimismus, das ist doch echt ganz cool.
So I would say, if you're still watching that video by now, go fill out that application. Yeah, do it now. Go for it. And even if you're still a bit hesitant, just fill out the application. If you do it or not, you can decide afterwards. That's true. Just do all the testing. Maybe you're going to fail it, who knows? And the decision is not made by you. Yeah. But, I mean, there's a lot of testing going into becoming a pilot. So just try it out, guys, right now. I would say that's the best decision I can give you. Yeah. And with that said, thanks, Adam, the non-pilot, talking about pilot stuff again, as always. Yeah, as I do. But he's getting better now, I would say. He's got a lot of topic knowledge. To be, because I'm confronted with it like every day of my life at the moment. Ja, echt ganz cooles Video. Like ist da, abonniert natürlich auch. Schaut gerne auch rein, Link habe ich wie gesagt unten reingepostet. Und ja, falls ihr vielleicht überlegt habt, soll ich nicht Pilot Training, yes or no, vielleicht wisst ihr ja jetzt, vielleicht habt ihr jetzt Gewissen oder Gewissheit, was ihr machen wollt. Also, cooles Video. Und wir können uns jetzt auch um unser Flugzeug mal wieder kümmern, denn wir nähern uns jetzt hier auch langsam der französischen Grenze. Mal ganz kurz reinschauen. 125 Meilen bis Top of Descent. 178 Meilen bis Top 2. Natürlich geht es dahinter noch weiter, logischerweise. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Wetter. Arrival Toulouse, 26014 knots. Visibility is 10, few clouds, 2900. Scattered 10,000, broken 12,000. Towering cumulus, temperature 9er, dew point 6, QNH 9er, 9er 8. Ja, Tempo 3000, showering rain, broken 1600, few 3000, cumulonimbus, overcast 6000, becoming 26015, gusts 25. Das ist doch mal eine Hausnummer. Aber tatsächlich... Ne, warte mal, hä? LFBO. Habe ich es überlesen gerade? Vielleicht ist die 8 auch gerade weg. Aber Bordeaux ist an sich noch online. Ah, ja, okay. Ne, das macht Sinn. Die 8 nämlich gerade ist auf der Frequenz 121.124. Und das macht ja irgendwie keinen Sinn. Deswegen schauen wir hier so mal rein. Toulouse, Information November, recorded at 2030. A landing runway 3 to right, takeoff 3 to left. Expect approach ILS. Expected departure 7 Alpha. Transition level 60. The wind 260 degrees, 40 knots, visibility is 10. Clouds few 2,900, scattered 10,000, broken 12,000. Shower rain, temperature 9er, dew point is 6, QNH 9er, 9er 8. Confirm on initial contact that you have received information November. 9er 88. Sorry, never mind. 9er 98 oder 9er 88? 9er 98, ja. Wind 260 degrees, 18 knots, runway 3, Ist set. right, clear to land. Hier auch. Descent winds, transition level war glaube ich 6-0. 12 stations, Madrid control is closing, hope to see you next time. Have a good night. So, dann sind wir jetzt wieder auf Unicom. Und ich gehe die ATIS nochmal durch, damit wir hier auch alles mitnehmen. ILS 3 to right, wie gesagt, Transition Level 6-0, genau, the wind 260 at 14. ILS 3 to right. Können wir, denke ich, erwarten. Ja. Visibility ist gut und natürlich brauchen wir unser Landing Dispatch erstmal machen wir.
Der sieht doch gut aus. Und Landing en route, beziehungsweise vorher machen wir hier im FMC alles klar und zuletzt machen wir dann Performance. Wir kommen rein über Top 2, geplant ist hier Top 27 November 32 left allerdings. Top 27 Sierra, Runways 14 left, 14 right. 7 November 32 left, 32 right, alles klar. Dann können wir die, denke ich, gleich auswählen. Und wir kommen dann hier, genau, hier ist Top 2, Lalgo, Bogro, Ogril und dann Sulit. Und dann bei Approach. Habe ich die jetzt angepinnt? Ja. Anaf Initial Approach Runway 18 right. Da ist Ogril, genau, und dann geht es dann hier mit ein paar Anaf Waypoints geht's dann rein. Conventional Initial, nee. ILS Localizer 32 right Final Approach. Die brauchen wir auch noch. Gut. Die Top 27 November. Ogril 1 oder Ogril 2. Eins davon ist Conventional, eins davon ist ANAF. Glaube ich, oder? Ja, warte mal. So, wollte ich. Da ist Top 2. Warum auch immer Sulit da noch drin ist, weiß nicht, das macht keinen Sinn. Sulit wäre für Conventional, das heißt Sulit können wir rausclearen. Und dann Bravo Oscar 602, India Oscar 32 right. Das sieht gut aus. Dann kommt hier Center Fix, Final Fix. Ja, wunderbar. No Descent Path after Bogro, das macht ja wieder keinen Sinn. Naja. Dann fangen wir an mit der Top 27 November. Chart 10-2 Echo, effective 18th of May. Die 8 ist 123.130, genau, das ist die Frequenz, die gerade keinen Sinn macht. Scheint auch immer noch nicht da zu sein. ANAF 1, GNSS is required, airport elevation 499 feet, das heißt für uns 500 set on the overhead. Und das kann eigentlich auch mal aus. Top 27 November, ANAF Arrival. Top 2. Lalgo. Hier stehen sogar die Distanzen zum Threshold. Lalgo 200 above. Bogro between 15 and 170. Lalgo 200 above. Between 15 and 17. Und dann Ogril. Maximum 250. Flight level 80 or above. 250 or below trage ich nochmal ein, der Vollständigkeit halber. Bravo Oscar 602 kommt dann als nächstes. Das ist dann hier... Kann man die Karte drehen eigentlich? Reset Zoom. Man kann die Karte nicht drehen. Das ist ja interessant. Okay. Dann müssen wir unseren Kopf drehen. Chart 11-0 Foxtrot, effective 2nd of November. For briefings, trip information and notes, see final approach charts. Das werden wir gleich im Anschluss machen. MSA im ganzen Sektor 3000, beziehungsweise sogar nur 2,5 within 10 miles. Based off Tango Oscar Uniform Viewer, das ist hier oben. Dann kommen wir bei Ogril raus, Flight Level 80 or above, haben wir gerade schon gesehen. Bravo Oscar 602.
5,000 or above. India Oscar 3 to right. Max 210 at 3,000. or below, nochmal der Vollständigkeit halber die 3000 hauen hin und dann der Center fix. Und dann kommt das ILS DME 108.35 Tango Delta, 322 Grad. Set once and set both sides. Dann kommt hier der Feine. Alles Or Localizer 3 to right, Chart 11-4. Der Localizer, gerade schon gesehen, heißt Tango Delta, 108,35. Gibt es hier sonst noch was Interessantes? Ne, wir können sonst, ich weiß nicht, Toulouse können wir sonst mal tunen. Aber es lohnt eigentlich auch nicht, weil es sowieso weiter weg ist als die ILS Station. 108.35. Set both sides. Final approach course 322 degrees, set both sides. Descent by 7.9 miles at 3,000. Decision altitude 697 feet. .697 feet is set on both sides. Airport elevation 499, runway elevation 497 feet, haben wir gerade schon gesehen. 500 is set on the overhead. MSA gerade auch schon gesehen, 3000 based off Tango Oscar Uniform VOA. Dann kommen wir hier ganz entspannt rein, 3000, 7,9 Meilen, Final Fix. 3 degrees glide, 697 feet. The missed approach on radial 142 Toulouse inbound to VOR up to 4000 at the VOR. Left turn, radial 303 outbound. At 10 DME, a left turn, 250 degrees, climb to 5000 to intercept and follow 18 DME arc. Tango Oscar Uniform to Sulit. Das heißt, Toulouse brauchen wir auf jeden Fall für den Missed Approach. Können wir in den Standby setzen, Tango Oscar Uniform. Quatsch, brauchen wir ja die Frequenz nicht, den Identifier, 117.7. Set on the standby both sides. Das heißt ja praktisch geradeaus erstmal inbound, Toulouse VOR und dann 303 outbound bis 10 Meilen, das kann man sich ganz gut merken. Left turn 250. Nach der Linkskurve hier bei 10 Meilen dann auf 5000 Feet hoch. Dann brauchen wir noch ein paar Airport Charts. Airport Taxi Routes 3 to left, 3 to right. Das können wir ruhig sonst offen lassen. Ich weiß nicht, wobei, ne. Parking Stands. So, das machen wir auch nochmal auf. Cool, dann haben wir's. Die Karte brauchen wir zuerst. Dann machen wir die auf. Und dann fangen wir gleich mal an zu rechnen. Ich schau mal eben, wie weit wir noch von der Grenze entfernt sind. Ja, ein paar Meter bis Toulouse haben wir noch, beziehungsweise bis französischen Luftraum. Ja, dann bleibt nur noch Performance übrig. Landing en route. Runway 3 to right, bitte. Runway is wet. Flaps 30, packs on, NTIs auf VRF Additive 5. Wobei, warte mal, was war denn die Temperatur eigentlich noch gleich? Temperature 9 are towering cumulus rain, das heißt NTIs on, möglicherweise sogar. Dann machen wir mal NTIs on engines. Sorry, Quatsch, hier, landing en route. NTIs on engines. Flaps 30, packs on. No credit on the reverser.
Auto brakes 3 standard, no normal checklist, VREF additive flap, VREF additive 5 knots. Der Wind aktuell 260 at 14. Das heißt, ja, warte mal. 3-2 haben wir. Das heißt 80 Grad Cross haben wir sogar. Das ist natürlich frech. Das heißt, wir haben hier, ja, wir haben Crosswind, das heißt, wir haben sowieso nur 5 Knoten Wind Correction. Wäre der Wind auf der Nase, hätten wir 7 Knoten VREF Additive, aber so sind es nur 5, weil es sowieso ein Crosswind ist und wir somit keinen Headwind Component haben. Beziehungsweise auch keinen Tailwind Component. Ja, alles klar. Ja, so ein paar Meterchen haben wir noch, jetzt nicht mehr ewig, aber ein paar Meter sind noch zurückzulegen. Das kriegen wir dann auch noch hin. So, dann wissen wir Bescheid, dass VREF Additive bei 5 bleibt, das aktuelle Wetter und Calculate. Achso, ja. Ein Gewicht wäre vielleicht auch noch hilfreich, das rechnen wir auch nochmal schnell aus. Das sind 400 Kilo. Das heißt, wir sind bei 65.2 that's 30. Und Calculate mit Autorex 3 sind das knappe 1800 Meter. Ja, das machen wir. Denke ich mal. Ich weiß nicht, November 6 hier vorne vielleicht? 1 for left, November 6. Ist hier gar nicht beschrieben. 1 for right ist Takeoff run runway 32 right, runway 1 for right, runway 32 left. Und wo haben wir 1 for left? Ist nicht da, oder wie? Takeoff Minimum C haben wir ein bisschen mehr. Nee, hier steht sonst auch nichts. Das regt mir hier schon wieder auf. 1 for right, 3 to left from runway head, 3 to right von November 2. 2600 Meter, ja, das hilft mir auch nicht weiter. Ganze Bahn ist 3000 Meter lang, 1800 Meter, ja, das kann hinhauen, denke ich. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass das hinhaut, dass wir bei November 6 dann rausgehen. Genau. Ja, dann haben wir's. Dann können wir hier schon mal resetten. Flight Level 200 ist die erste Restriction. 200 ist set, und dann würde ich sagen, Descent Checklist, Pressurization, Landing Altitude, 500 feet set on the overhead, Recall is checked, Auto Brake 3 hatten wir gerade gesagt, Landing Data, VREF Flaps 3148, Mid Wind Correction 153 is correct, Minimums 697 feet, set both sides, Approach briefing is completed, Descent Checklist complete. Top of descent is reached. Retard. VNAV path. Down we go. Und ich habe das Winglight gar nicht ausgemacht. Naja, da war es die ganze Zeit schön hell draußen. Ist ja auch nett. Wo haben die geparkt? Die sind auch 3 to right rein? Keine Ahnung. Sie sind November 6 raus, aber wo sie geparkt haben, wissen wir nicht. Ich weiß nicht, kann man das irgendwo erkennen? Das sieht aus wie Volotaire. Das sieht schwer nach EasyJet aus. Hier oben haben wir Ryanair. Ja, da haben wir 2 stehen.
Naja, dann stellen die sich hier vorne vor das Terminal-Gebäudchen dann dahin. Ja, sollen sie machen, ist okay. Wunderbar. Ich habe gar nichts ausgemacht. Nix ausgemacht. Jesus Christ. Naja. Da haben wir eine Contact Me. Bordeaux 125.1. Bordeaux, good evening. Ryanair 212 Romeo passing 296 inbound to top 2. Ryanair 212 Romeo, bonsoir. Identified top 27 November arrival. Expect ILS 32 left. Descent flight level 180. Top 27 November, we expect ILS 32 left and descending 180 Ryanair 212 Romeo. 180 set on the MCP. Warum denn 32 left? Was soll denn das? Das ist doch schon wieder Mist. Wir können nachfragen. Ryanair 212 Romeo, any chance for 32 right? Ryanair 212 Romeo will see that during approach, so plan for 32 left and if able I will give it to the right. Roger, Ryanair 212 Romeo. Gut, dann Ryanair 2412 descent flight level 200. machen wir erstmal 32 left. Flight level 200, Ryanair 412. Dann geht das erstmal bis Borgo, wir machen erstmal Level Change. Ryanair 2412, contact Marseille 124. Und dann müssen wir umbauen. Report speed. Contact Marseille, control 124650, we'll report speed, Ryanair 2412, bonne soirée. Sorry. Three to left op Ogril und dann Bravo Oscar 602. Ne, das ist die Conventional. Bogro, Ogril, Bravo Oscar 602. KLM 494, direct Pamplona, Papa November. Direct Pamplona, KLM 494. Bogro, Ogril und dann 602 und dann 3 to left. Das sieht gut aus. Bravo, le 180, ça vous suffit ou vous voulez monter? On peut monter un peu, Transavia 75 Mission Bravo. C'est surtout pour vous. Hein. 210 or below. Denke ich, wird das hier wieder sein. Genau, Maximum 210 knots. Und dann Tango Bravo November 109.3. Bravo, montez niveau de 4-0. On monte au niveau de 4-0. Tango Bravo November 109.3. Report Mach number. Und 322 degrees, die Kurse bleiben gleich. 783 X-ray, report Mach number, please. We are at Mach decimal Und dann haben wir den hier haben wir dann. Ne, Quatsch. 554, report Mach number. Da habe ich die falsche angepinnt. Transavia 5752, leaving my space, monitor Unicom 122 decimal 8, good flight, bye. Da haben wir den, Final Approach. 3000, 7.9, 3 degrees, glide 697 feet, Minimums bleiben gleich. Ja, 109.3 ist anders, set on both sides. Das bleibt gleich, 3000 bei 7.9 bleibt glaube ich auch gleich, die Decision Altitude bleibt gleich, MSA bleibt gleich, Mr. Approach bleibt sogar auch gleich.
Left turn, follow radio 303 at 10 dm, left turn 250, climb to 5000, interceptor, follow 18 dm to Zulu. Das bleibt auch gleich. Ja, alles klar. Wissen wir Bescheid. Dann würden wir woanders vacaten. How much do you need for Dann würden wir, ja, dann Mike 8 würden wir dann nehmen. Mit Autorex 3 denke ich, weiterhin. So Alpine 780, X-ray maintain point 80. Maintain decimal point 80 Alpine 1792 Meter, ja. EV 554, reduce Alles Mach klar. decimal 77. FedEx 226, montée niveau 340. 340, c'est Ich weiß nicht, warte mal, Descent Speed 277 knots. Kann aber sonst Wiener engagen. Wiener Path. French Posted 71 pour descendre. French Posted 71, descendez niveau 150. Das kam wieder an. Descend niveau 150. Dann gehen wir nochmal in den Plan Mode. Bogro. Ogril und dann geht's dann da rein. 3000. 125 décimal 6 atterrissage. Merci, la suite avec Alex 25 6, au revoir, c'est 71. Right, looks good. Ryanair 212 Romeo, descend flight level 100. Direction sur French Posted 71. I confirm that was 120, Ryanair 212 Romeo. 212 Romeo, flight level 100, 100. Descending flight level 100, Ryanair 212 Romeo. It is 554, reduce speed Mach decimal 77. Squid 4 Charlie Bravo, descend flight level 300. Transavia 066, descendez niveau 150. Et on descend niveau 150, Transavia 066. Ryanair 9 Lima Yankee is ready when reaching. Ryanair 9 Lima Yankee, line up runway 2P, wind 200 degrees 8 knots, clear for takeoff. Runway 2P, clear for takeoff for Ryanair 9 Lima Yankee. FedEx Gut, falls 3 to right available ist, würde ich das ganz gerne akzeptieren. Es ändern sich nur die Frequenzen, Miss Approach bleibt gleich, Minimums bleiben gleich. Es ändern sich ehrlich nur die Frequenzen. Es ändern sich nur die Frequenzen. Und dann halt der India Oscar 3 to left bzw. 3 to right Punkt, der hier nach Bravo Oscar 602, selbst Bravo Oscar 602 bleibt gleich. Von daher können wir 3 to right auch dann gerne akzeptieren, wenn der Lotse sagt, es ist verfügbar. Wenn nicht, dann halt nicht. Jan Mattes, moin. Warum bei dir kein Tablet ist, das kann ich dir sagen. Du gehst hier ins Menü, du gehst bei PMDG Setup rein, Aircraft, Equipment, dann gehst du auf die 16. Seite und dann musst du hier Flight Tablet anschalten. Also nochmal PMDG Setup, Aircraft, Equipment, Seite 16, Flight Tablet an. Dann hast du die Dinge auch. 126, merci beaucoup, bonne soirée. Performance, glaube ich, bleibt auch gleich. Ich weiß nicht, welche, warte mal, für welche haben wir denn gerade gerechnet? Performance Tool. 3 to left haben wir gerade gerechnet. 153 bleibt gleich. Runway Length, Runway ist ein bisschen länger, 3 to left ist ein bisschen länger. Von daher, ja, alles gut. Suite 4 Charlie Bravo, contact Marseille 124 decimal 650, right?
Ryanair 9 Lima Yankee identified, 2300 feet, climb, flight level 290. Level 290 for Ryanair 9 Lima Yankee. Kannst du bitte mal 330 fliegen? Boah, ich weiß nicht, könnten wir vielleicht einfach mal umsetzen. Aber ich persönlich brauche ihn jetzt eigentlich nicht. Meine Headwind ist bestimmt ganz nett. Aber, keine Ahnung, ich warte immer noch auf den Aerosoft Airbus. Ich habe immer noch Hoffnung, dass aus dem Aerosoft 330 was wird. Und wenn der gut wird, dann fliegen wir den auf jeden Fall auch. Ryanair 212 Romeo, descent flight level 80. Descent to flight level 80, Ryanair 212 Romeo. 80 set. And Ryanair 212 Romeo, proceed direct Bravo Oscar 602. Direct to Bravo Oscar 602, Ryanair 212 Romeo. Wiener Speed. Ja, dann auf jeden Fall gute Besserung. ...45 Knots Tail ist natürlich auch nicht hilfreich. Am nächsten Wegpunkt haben wir tatsächlich 210 Max. Ewing 7 Tango Charlie, contact Marseille 1. Approaching 10. 650, good flight line. Lämpchen gehen an, Winglight, Seatbelts sind on. Ja, ich habe auch Insta. Play Motion Pictures auf Instagram, aber ich bin auf Insta nicht wirklich aktiv. Also da ist, ja, keine Ahnung, werdet da nicht viel finden. Tango Bravo November is identified my side. First officer side as well. Ryanair 9 Lima Yankee, direct Mike Echo November. Direct Mike Echo November for Ryanair 9 Lima Yankee. Da ist der Flughafen in Sicht. KLM 4904, can we leave this right there for 5 minutes? KLM 4904, but Flugzeug, go back. Roger, thank you. And Ryanair 212 Romeo further descent. Ryanair 212 Romeo, yes sir, descent 3000 feet, QNH QNH 0998. Descent 3000, QNH 908, Ryanair 212 Romeo. $3,000 is set. Ryanair 212 QNH 908 now set. ILS 3 to right, it's still your request. Ryanair 212 Romeo, we would prefer the ILS 3 to right. Roger. So Ryanair 212 Romeo, maintain present heading, descend 2000 feet. I call you back further. Okay, present heading, descending 2000 feet, Ryanair 212 Romeo, thank you. Heading, select heading 070. Remote, just to confirm, 3000 feet. Okay, we descend 3000 feet, Ryanair 212 Romeo. Roger. 3000 noch set. Ich glaube, er hätte 2000, ich hätte auf jeden Fall 2000 zurückgelesen, aber wir haben es ja jetzt nochmal confirmed, also alles gut, kein Problem. Und dann Tango Delta 10835.
Speed 210. Na, wobei, ne, können wir nicht machen. Speed 211 müssen wir machen wegen Upspeed. Warum die Transavia in Echo Delta Victor Echo war, das war, glaube ich, ein Charterflug aus irgendwo in Schweden. Und Transavia wurde gechartert. Ryanair 9 Lima Yankee, climb flight level 340. Level 340 for Ryanair 9 Lima Yankee. So, 3 to right ist ausgewählt. Ryanair 212 Romeo, turn left heading 360, clear ILS approach 3 to right. Left turn 360 will clear ILS 3 to right, Ryanair 212 Romeo, thank you. Heading north. Warlock ist, ja, Capture. Dann sequenzen wir hier mal den Flugplan. Speedbrakes können wieder rein. Approach mode is armed. Vertical speed minus 500 feet. Field is in sight. Der checks. Wir nochmal Fixring setzen. KLM 494 Tango, we are back. KLM 494, thank you, Roger. Set runway heading. Transavia 75 Whisky Bravo. J'avais pas fait attention que vous alliez à Nice. Non, c'est plutôt au niveau de vol impair. Donc est-ce que vous voulez 2 1. ou 230? Approach checklist, altimeter is 908, 3200 feet passing now. Alt acquire, approach checklist complete. Next step is landing checklist. Crosswind von links, deswegen sieht das gerade so komisch aus. Das Bild, also ne, ich meine, wir zeigen nach da, wir fliegen aber nach da. Und jetzt können wir unser Heading korrigieren. Hier ist guter 10 Grad Offset hier gerade. 10 Grad Crab Angle. Gleich so ein bisschen live. Ryanair 168P, your flight plan is approved. Berlin 7 Whiskey departure from runway 27. Initial climb flight level 070, squawk 5775. Velen 7 Whiskey departure, runway 27, flight level 070 after departure, squawk 5775. Glide slope capture. Ryanair 1683, that's correct, report ready for startup. Local. Und wir würden dann ganz gerne Ryanair 212 Romeo, wind November 6 raus. 270 degrees, 18 knots, clear to land runway 32 right. Clear to land 32 right, Ryanair 212 Romeo. This approach 4000 initially is now set. 554, I will tell you, you're still in my sector. Don't worry, I will hand you up to Marseille in due time. Gear down. Flaps to 15. FedEx 670, level my airspace, monitor Unicom 122 to the right, to the side. Clear to land, taxiway kann an. 153 is our final, flaps 30.
Landing checklist. Engine start switches continuous. Speed brake is armed. Landing gear is down. The flaps 30 with the green light. Checklist complete. Clear to land. Stabilized. Alpine 7 AP X-ray contact Marseille 124. Das wird, ja, bisschen Crosswind Action, disconnecting. And we contact Marseille Control 12 for decimal 650 with the MAC number. Thank you. Cleared, sir. checked, stable. Border Control, good evening, Ryanair 57 Mike Echo with you at flight level T50. Ryanair 57 Mike Echo, bonsoir, identified, continue on our nav. Is it for Ryanair 57 Mike Echo? Cleared, 47 Mike stable. Echo, continue direct RNAV. Direct Anzan, Ryanair 57 Mike Echo. Approaching 57 Mike Echo, Runway. actually. Okay, you know what? Proceed direct Pamplona, Papa November. Land. Direct Papa November, Ryanair 57 Mike Echo. 50, 40, 30, 20, 10. Speed brake up. Ryanair 168. Reverse normal. Ryanair 168, please. Startup is approved. QNH is 09996. Da vorne kommt unsere Ausfahrt. Manual braking. Triple star, QNH 09996. All brakes disarmed. Ryanair 1683. November 6, wunderbar, das hat ja hier perfekt geklappt. Crosswind Landing war wunderbar. Klar, Touch noch ein bisschen firm, logisch, aber ich denke, mit den Umständen war das wunderbar. 16 knots passed, I'll reverse, beziehungsweise ja, cancel reverse. Dann können wir hier aufräumen. Flight Directives, plus 100, 0. Hotel, good evening. Is the 14 Uniform Kilo flight level 350 inbound Alpha Mike Proper. Touchdown at 3-1. Kilo, bonsoir, identified. Proceed direct to Limoges, Lima, Mike Golf. Direct to Lima, Mike Golf, leave the 14 Uniform Kilo. Ryanair 212 Romeo, 3 to right vacated November 6. Ryanair 212 Romeo, taxi to stand uniform 41 via Tango 60. Uniform 41 via Tango 60, confirm. Affirmed, I'm just in front of you. Okay, straight ahead and then uniform 41, Ryanair 212 Romeo, bye bye. Ja, das ist dann hier geradeaus, dann links und dann Uniform 41. Dann können wir hier mal entsprechendes Gate auswählen. Keine Ahnung. Avia-Partner, maybe? Ich weiß nicht. Tango 60, genau. Nee, Leute, ich muss wirklich darauf achten, dass ich nicht immer gesagt. Und ich meine, also das, was ich gesagt hatte, war, dann müssen wir mal das entsprechende Gate auswählen. Und oh, ich habe das gerade so schnell gesagt, das ist schrecklich. Mich regt das bei anderen Leuten auch auf, wenn die das machen. Ich mache es manchmal aber selber. Und das ist nicht hilfreich. Deswegen muss ich darauf achten, dass ich manchmal dann doch etwas langsamer spreche, um dann auch verständlicher zu sein natürlich. Nützt niemandem irgendwas, wenn ich hier triple time und keiner versteht, was ich sage. Dann können wir die APU anwerfen. Limoges 1 Lima Arrival with 14 Kilo. Hier geht's nach rechts und dann Uniform 41 da vorne, wunderbar.
Transavia 75 Whisky Bravo, contactez Marseille 124 Text off. 650. Bon vol. Marshall in Sight, oder? Ja. Transavia 75 Whisky Bravo, merci beaucoup, très bonne fin de soirée. Bonne soirée. Touchdown at 3-1, das war vor 4 Minuten, wunderbar. APU ist auch gleich available. Ryanair 1683, ready for taxi. Ryanair 8683, taxi to holding point Bravo runway 27, backtrack runway 27, report ready for departure. Holden Point Bravo for runway 27, backtrack runway 27, contact when ready for departure. Ryanair 1683. Oh, ich bin schon viel zu weit, oh mein Gott. Ah, wobei, nee, passt eigentlich. Hier, guck mal, hier unten. Ryanair 9, Lima Yankee. Wobei, nee, da stand 787. Schon viel zu weit, 14 Meter, schon zu weit. Ich habe mich die ganze Zeit hier nur darauf konzentriert. Naja, egal, egal. APU ist available. APU ist on the bus. Dann gehen die Engines aus. Und über meine Parking-Skills reden wir nicht. Few pumps. Voice recorder. Isolation valve. APU bleed. Beacon. Dauert noch einen kleinen Augenblick. Seatbelts kann natürlich aus. Das hier oben kann alles so bleiben. Anti-Collision. Ich sage immer Beacon. Oh mein Gott, Anti-Collision ist es. Ich kann es mir ein wenig merken. Ich sage immer Anti-Collision. No. Oh mein Gott, nein. Ich sage immer Beacon, aber das ist Anti-Collision leider in der 737. Das kann doch nicht so schwer sein. So, dann haben wir es jetzt aber. Und wir können Deboarding starten. Auch wenn hier die Brücke ist, die wird scheinbar nur genutzt, wenn dieser Stand hier in Use ist. Ist ja interessant. Naja, es stand ja auch dran, gerade als ich es ausgewählt hatte in GSX, dass es ein Walk-in-Gate ist. Ja, das war's. Wir können nochmal reinschauen eben. Ich disconnecte mich von VATSIM und dann schauen wir nochmal rein hier eben auf Volanta. Ah, ich hatte den Flug auch gar nicht drin, also ich hatte weder einen Callsign noch irgendwas anderes. Perfekt. Das war FR 1798. Ein Hotel Quebec Alpha Alpha. So. Jetzt sieht das Ganze auch schon viel besser aus. Und wir sehen hier minus 340. Ja, ist okay. Crosswind Landing an sich war wunderbar. Touchdown hätte natürlich dann noch ein bisschen smoother sein können. Aber mit der Crosswind Landing an sich bin ich zufrieden. Der D-Crab war gut. Touchdown an sich, beziehungsweise wo der Touchdown war wunderbar. Centerline. Upwind, Main Landing Gear, Wheels first. Und dann das rechte Landing gibt es mal das Downwind Landing Gear und dann das Nose Wheel. Ja, einzig und allein hätte es ein bisschen sanfter sein können. Ich meine 340 scheppert schon ganz schön, aber es ist jetzt nichts kaputt gegangen oder so. Also, ich bin zufrieden, ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bedanke mich für eure Gesellschaft, wie immer. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Restabend und hoffentlich bis zum nächsten Mal.